Guten Morgen, Afrika. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit uns, die wahrscheinlich jedem Schrauber unter euch das Herz öffnet, auch wenn unseres mehrfach in den Keller gerutscht ist. Wir sind Yvonne und René und eigentlich entdecken wir Afrika mit unserem Toyota HZJ 79, aber diese Woche haben Freunde von uns ein elementares Problem an ihren Unimog-Achsen und Freunden muss man helfen. Viel Spaß dabei! Ich lache mich schon hier die ganze Zeit kaputt, auch wenn es ein bisschen böse ist. Aber Etienne ist wirklich verzweifelt. Sein Auto ist hinten auf der Hinterachse viel zu schwer, während mein Mann hier nämlich die ganzen Morgen schon technische Zeichnungen studiert, die wir von einem Freund aus Australien geschickt bekommen haben, der auch einen Unimog besitzt und der geschimpft hat, dass das Auto viel zu schwer ist hinten, versucht jetzt Etienne alles abzuspecken, was ging. Thompson, der Platzwart quasi hier, dem hier dieser Village gehört, ist jetzt happy, weil er hat jetzt eine Gasflasche bekommen, eben hat er Töpfe bekommen und eine Pfanne. Der kriegt jetzt alles, was aus dem Unimog ausgemistet wird, kriegt er. Der kriegt hier gleich die ganze Kabine. Der kriegt hier gleich die ganze Kabine. Jetzt weiß ich, ein Zelt hinten auf die Pritsche. Da hinten schwirrt er jetzt gerade ab mit seiner Gasflasche und den Töpfen und Pfannen. Das ist ja natürlich kein witziges Unternehmen. Das ist ja elementar für die zwei, dass die ihr Auto jetzt wieder irgendwie repariert bekommen. Wir werden jetzt versuchen, gleich mal in die Stadt zu fahren. In Bulawayo sind wir ja nicht. Ich vergesse immer die Namen, meine Güte. Wir sind hier in... Mein Mann ist konzentriert und kann mich nicht unterstützen. Wir sind in der Nähe von Masvingo. Masvingo, oh Mann. Wir sind hier in Masvingo, in der Nähe von Masvingo. Da fahren wir jetzt heute hin und werden versuchen in einer Werkstatt, wir ist so süß, wir fahren alle zusammen, aber die Männer werden versuchen in einer Werkstatt Halt zu machen, um dort selbstständig mit dem vernünftigen Werkzeug, was man vielleicht sich ausleihen kann, die Reparatur vorzunehmen. Die nächste Aufnahme mit einem brummenden Motor. Ihr kennt uns eigentlich nur mit brummenden Motoren, das ist ja echt der Wahnsinn. Wir fahren jetzt nach Masvingo, endlich habe ich auch den Namen im Kopf und werden jetzt diesen wunderschönen Platz hier drumherum verlassen. Wir haben uns jetzt bei Thompson gerade verabschiedet und ja, jetzt geht's mal los. Die Männer haben einen arbeitsreichen Tag vor sich. Aber als Kind war das auch nicht anders. Da bin ich auch immer mit den Autos brumm, 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 den ganzen Tag durch den Garten gefahren. Deswegen ist das jetzt die ganze Zeit so brumm, 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 brumm. Wir nähern uns oder fahren gerade in Masvingo rein und hoffen hier jetzt eine LKW-Werkstatt zu finden, wo sich die Männer niederlassen können. Ja, dass wir uns dann mal irgendwo einbuchen können, um die... Ja, wir brauchen wahrscheinlich eine Presse, um die Lager auszupressen und vielleicht ein paar Abzieher oder sowas. Ja, und da hoffen wir, dass wir dort irgendwo auf die Facilities der Werkstatt zurückgreifen können. Aber jetzt müssen wir erstmal eine finden. Ich bin auch mitten auf der Straße im LKW repariert. Wird schon gut aufgehoben. Der erste Eintrag oder der erste Versuch ist jetzt schon mal schief gegangen. Es gab einen Eintrag in der App iOverlander und diese Garage gibt es nicht mehr. Jetzt fahren wir mal zu Toyota. Überall brummen wieder die Generatoren, das heißt auch hier wieder kein Strom im Moment. Aber trotzdem volles Leben auf der Gasse. Denn von Stromarmut lassen sich die Locals hier nicht abhalten. Leider wurden wir auch von Toyota abgewiesen, aber immerhin versorgt mit einem Tipp, es bei einem lokalen Fuhrunternehmen zu versuchen. Denn dieser hätte eine eigene Werkstatt für seine ganzen LKWs. Also Mr. Black, where are you? Wir brauchen Sie. Hier sind schon wieder aufregende Sachen passiert, Abenteuer in der Stadt. Nach langem Suchen, man hat uns ja den Auftrag gegeben, wir sollen in Schwarzafrika, in Masvingo, Mr. Black suchen. War etwas spannend, aber wir haben Mr. Black gefunden und Mr. Black war weiß. Das war die zentrale Enttäuschung. Aber
der wollte uns halt auch erst nicht in seiner Werkstatt da stehen lassen, weil er sagt, das geht halt nicht und ja, gibt 1000 Gründe dafür. In Deutschland wird das auch nirgendwo gehen. Dann hat er aber gemerkt, dass wir noch 2 Damen in den Autos haben und dann wurde er plötzlich weich und hat er überlegt, oh jetzt, naja, ich will nur mal gucken, was ich für euch machen kann. Und dann hat er mit seinem Kollegen gesprochen, da haben sie sich darauf geeinigt, er hat hier noch ein zweites Grundstück, wo eine Tankstelle ist, wo wir jetzt halt gerade stehen. Und dort hat er uns in der Ecke einen Platz zugewiesen, wo wir uns hinstellen können, um die Reparatur zu machen. Ich muss ja mal da kurz eingrenzen. Jetzt läuft zwar der Motor vom Auto nicht mehr von keinem, aber wir stehen genau neben einem Generator. Niemals ohne Motorgeräusch. Doch, morgens um 9 Uhr. Morgens um 9 gibt es nämlich Strom, da fließt nämlich auch Wasser. Er hat nämlich auch gesagt, hier werden halt auch quasi Sanitäranlagen. Ich habe sie eben schon mal ersehen und erriechen dürfen. Oh. Aber morgens um 9 könnten wir sogar duschen, wenn man wollte. Alles gut. Jetzt versuchen wir das mal hier zu bewerkstelligen, das Problem zu lösen. Und wir können aber auch dort in die Werkstatt gehen und wenn wir irgendwie was brauchen. Aber die Werkstatt sah jetzt, ich habe nur mal kurz da reingeguckt. Das, was ich sehen wollte, habe ich noch nicht gesehen, aber jetzt harren wir der Dinge. Wir müssen das Ding jetzt hier zerpflücken, mit dem Auto kannst du nicht mehr fahren. Das hilft eh alles nicht. Also jetzt, Rambazamba, raus an die Arbeit! Und ein kleiner Zwischenbericht. Jetzt habe ich das mal alles drumherum weggebaut und das Bremsanlage alles weg und jetzt versuche ich das Gehäuse von dem Vorgelege zu öffnen und das Vorgelege da rauszuzaubern. Und will mich jetzt nur noch mal hier kurz schlau machen, dass ich dabei nichts falsch mache oder versaue. Bei all der Information, die aus dem fernen Australien erreicht hat. Genau. Hochkonzentriert wie er ist René immer nicht ganz so gesprächig, befasst er sich doch auch mit etwas komplett Unbekanntem für ihn und es geht immerhin darum, können unsere Freunde ihr eigenes Abenteuer fortsetzen oder droht die Verschrottung des ganzen Fahrzeugs? Der kleine Professor hat seine Brille wieder an. Ja, er macht ja quasi eine Forschungsreise in ein Vorgelege eines Unimogs. Na, zum Glück gehe ich nicht so mit dem Vorgelege um wie die Frau mit der Kamera. Die ist mir gerade aus der Hand gefallen. Was hast du für ein Problem? Jetzt kommt die Achse hier mit raus. Da habe ich die Achse hier in der Hand, die Steckachse. Und das sollte so nicht sein. Nee, die müsste eigentlich da drinnen bleiben. Die will ich gar nicht haben, das scheiß Ding. Das nicht so schöne Ding. Ach so, das nicht. Was macht ihr jetzt? Ich erbreche jetzt erst einmal. Ich krieg diese Steckachse nicht raus und ich weiß nicht, warum die da drin klemmt. Und die kann ich gerade überhaupt nicht gebrauchen. Ich wollte mich um ein anderes Problem kümmern. Und jetzt hänge ich an so einer schade, ärgerlichen Sache. Australien, Frankreich, alles wird hier zu Rate gezogen. Deutschland kommt jetzt als nächstes dran. Das Problem ist ja schon scheiße genug, aber ist schon ärgerlich genug, aber dass man dann noch Probleme dazu bekommt, die man gar nicht haben will, das ist doof. Doch ohne Gewalt. Ja, aber oh, hier. Aua, aua, aua. Das heißt, die Steckachse ist das Problem. Nee. Ja, doch schon. That piece Also is, that piece, das ist das Zahnrad. Do you have that piece? Okay. but that piece it comes from Turkish. I think it's not good. So all gears here inside we have to change.
Okay, warte. This is bad. That's the main issue there. Now where to find it actually? You guys have space? Er ist nur neugierig. He has one in spare. Ah, So we're really lucky. wonderful. I stop that because after. So, was macht ihr jetzt? Stecken wir die Steckachse erstmal wieder rein, damit wir hier vorne die Schraube lösen können. Dazu muss die Achse irgendwie blockiert sein. Das muss ich nur mal da hinten reinkriegen. Und das Was Lager. macht ihr jetzt? Wir bauen eine Abdrückvorrichtung, um das Lager auszupressen. Wir bauen quasi eine Presse. Wir versuchen eine Presse zu bauen. Wir werden jetzt gleich erleben, ob das so funktioniert, wie sich der Herr Brauns das vorstellt. Denn wie René schon befürchtete, hat die hiesige Werkstatt nichts von den benötigten Werkzeugen und somit ist Improvisationstalent sehr gefragt. Ich merke, wie sich der Unimog anhebt. Ja, oder einer muss nachgeben, entweder der Unimog oder... Sag mal nicht, dass es der Unimog ist, der geht immer höher. Also, der Unimog ist nicht schwer genug. Genau, wir brauchen ein schwereres irgendwas oben drüber. Nicht an der Achse irgendwie drunter. Also doch am schwersten. Wäre eine Möglichkeit. Gute Idee sogar. Versuch Nummer 2. Von meinem Ratschlag, muss ich ja mal sagen. Das wird jetzt vielleicht zeigen, ob der sich als gut erweist. Na klar wird sich das erst erweisen. Ich bin ja ganz stolz, dass ich quasi technisches Verständnis erwiesen habe. Und wenn euch das gefällt, was mein Mann da schraubt, oder wenn es für euch hoffentlich bald wieder durch neue Schlammpassagen geht, dann drückt jetzt auf den Abo-Button, lasst uns einen Daumen hoch da, denn das ist wichtig für das Wachstum unseres Kanals und hinterlasst uns einen Kommentar. Der Austausch ist uns Für wichtig. jeden, der jetzt zuschaut, das ist allerletzte behelfsmäßige Buschmechanik. Ich merke den Unimog sich wieder bewegen. Okay, Versuchsreihe Nummer 1 hat funktioniert, der Simmering ist draußen. Ja, es bewegt sich auch schon, also das Lager drückt sich raus. Ich brauche jetzt nur einen kleineren Drücker, der reindrückt. Perfekt. Und gleich noch einer hinterher. Wer nämlich meinem Mann ein sehr verdientes Schrauberbier ausgeben möchte, findet den Link in der Videobeschreibung oder in unserer Bio. Er wird es sich schmecken lassen und ich sage dazu herzlichen Dank. Here we go. Kling! Manchmal finde ich mich auch ein bisschen toll, Das war meine Idee. das hier unter der Achse zu machen, aber generell meine Abdrückvorrichtung. Ja, du bist Ja, wir toll. sind natürlich zusammen, sind wir besonders Du toll. bist aber ganz besonders toll. Und während die Männer so brav schrauben, kochen wir Frauen den Männern was zu essen. Ja, das ist ja super. In solchen Fällen bin ich, wenn ich ganz ehrlich sein darf, immer etwas neidisch auf den Platz in so einem LKW und vermisse unsere Laila doch sehr, die zu diesem Zeitpunkt ganz brav in Deutschland auf uns wartet. Ihr könnt währenddessen dafür nochmal das ganze Ausmaß des Chaoses bewundern. Ich messe noch nach, ob die Distanzscheiben, die da drin sind, ausreichend groß sind. 10 Uhr abends und der arme Kerl macht immer noch keinen Feierabend. Die Denkmaschine macht keine Pause in solchen Situationen. Und es ist mein Ernst. Ja, morgen geht's weiter und ich muss ja noch wissen, wo das Problem im Vorgelege vom Unimog liegt. Und dazu habe ich hier lauter Sachen vermessen und muss das jetzt mal alles zusammentragen, um zu wissen, was ist da eigentlich falsch.
Er muss das wissen. Das ist schon, da habe ich ja schon wieder ein schlechtes Gewissen, dass wir das jetzt hier so machen. Weil er so die Verantwortung an sich reißt. Ich Was weiß heißt nicht. reißen? Ich wollte Nein, grad das ist ja auch sagen, nicht. also ich- Nein, aber er kann es halt so gut. Ich habe einen tollen Schraubermann und einen tollen Mann. Gute Nacht. Guten Nacht. Der nächste Morgen auf dem wunderbaren Rastplatz hier mitten in Masvingo, der Werkstatt oder der Werkstelle von unseren Männern. Bonjour! It's Valerie ist aufgewacht. Wir sind on a beautiful morning with this lovely sound of Yes, the lovely. generator. Wir sind aufgewacht. Und was ist los? 6:20 Uhr, genau, geht der Generator wieder an. Und unsere Männer sind schon wieder fleißig am Schrauben. Etienne, der neben mit seinem Gehilfen Etienne der Schriftführer sein muss. Bonjour. Was auch immer da ausgemessen wird. 16.9. So ist es den ganzen Tag. Die sind immer umringt von irgendwelchen Menschen, die hilfreich fragen, ob sie irgendwie wirklich zur Seite stehen können. Aber es macht den René auch ein bisschen narrisch, weil er nämlich gar nicht konzentriert richtig zum Arbeiten kommt. Er muss sich ja konzentrieren und irgendwie messen, machen und tun, immer wieder lesen. Wir haben ja von unseren Freunden aus Australien seitenweise Anleitungen bekommen. Und das ist natürlich schwer, das auf dem Handy auch so klein noch zu lesen und sich dabei zu konzentrieren, wenn man immer freundliche Fragen beantworten muss. Aber es ist einfach sensationell. Die sind wirklich hilfsbereit hier. Jetzt gehe ich mal hin. Das ist jetzt unser Gastgeber, Mr. Black, von dem, auf dessen Grund wir stehen. That's the demon race. The problem here is this is bugging. Yeah. You have a new one. Yeah. You must change it. So, jetzt fahren Mr. und Mrs. Black wieder weg und die Männer sehen etwas nachdenklicher aus. No, they're looking a bit. Bye bye. Tag 2 der Reparatur. Glück und Elend zugleich ist ja, dass Etienne fast alle Ersatzteile vorrätig dabei hat, da er das Problem am Vorgelege jetzt zum 3. Mal in kürzerer Zeit hat. Warum das so ist ein Rätsel, aber um das kann man sich jetzt gerade nicht kümmern. Jetzt hat er gerade Bier aus dem Kühlschrank geholt und ich dachte schon, er wäre fertig, aber nix da. Der arme Kerl hat sich einen Finger gequetscht. Und hier ergattert ihr einen Blick in das Gehäuse des Vorgeleges, bereits ausgestattet mit einigen neuen Lagern und Zahnrädern. Unermüdlich wird bis in die späten Abendstunden gearbeitet und wir Frauen können nur dafür sorgen, dass zumindest für das leibliche Wohl gesorgt wird. Punkt 19 Uhr und der Chef hört auf. Leider der Generator noch nicht. Jetzt wird noch ein kleines bisschen aufgeräumt, aber wir könnten auch zuerst essen. Ich muss erstmal sein Werk jetzt zeigen. Jetzt zeigen wir mal das wunderbare Werk Das ist eigentlich interessant. des ganzen Tages mit vielen Nerven. So, Zahnrad ist hier wieder drin. Es bewegt sich sogar. Ein neues aber, oder? Also ein Ein anderes. neues Zahnrad, hier neues Zahnrad, hier neue Lager. Hier mussten wir die alten Lager verwenden, weil wir keine neuen bekommen haben. Das Ding kommt nachher hier rein. Und morgen können wir das wieder alles ans Auto dran bauen. Na, das wird ja jetzt spannend. Sehr spannend. Tag 3 im Hof an der Baustelle beginnt. Die Sonne ist heute weg, es ist kalt, aber das gewohnte Geräusch hinten der Generator seit 6:30 Uhr an. Kalt, sagt es. Alles unter 30 Grad ist bei der Frau kalt. Wo soll ich denn mit der noch hinfahren? Mittlerweile sind die Herren seit einer Stunde wieder am Werkeln und jetzt schauen wir mal, wie es hier ausschaut. Wir sind jetzt in der finalen Wir bauen wieder alles zusammen Phase. Ich bin ganz zufrieden mit den ganzen Maßen meiner Lager und
Ja, wir mussten leider 2 alte Lager wiederverwenden, das tut mir etwas weh. Und das Gehäuse ist auch nicht mehr 100%, da ist ein Lagersitz, der nicht mehr perfekt ist. Da habe ich das Lager jetzt reingeklebt. Und meine Frau ist der Meinung, ich sollte jetzt aufhören, so viel technischen Kram zu babbeln. Also liebe Leute, viel Spaß. Ich mache jetzt hier einfach weiter. Es ist ein Traum. Nicht nur der Generator läuft, jetzt läuft auch noch der Unimog und ich soll filmen. Das versteht doch kein Mensch mehr. Jetzt wird hier ein Drehmomentschlüssel gebaut. Der muss 3000 Newtonmeter schaffen und er hat nur einen mit 230. Und jetzt muss er sich überlegen, wie viel Grad der noch irgendwie weiter gedreht werden muss, damit das hier funktioniert. Und er ist erstaunt, dass ich eben bei seinem vorherigen, was er einem Freund geschickt hat, zugehört habe. Die Frau weiß ja fast alles. Da muss ich ja gar nichts mehr erzählen. Also Ich will halt schneller als mein Mann sein. wir brauchen 300 Newtonmeter und wir haben keinen Drehmomentschlüssel leider für Bass. Jetzt mache ich das auch mal ein bisschen schneller. Deswegen aber 300 Newtonmeter entsprechen ungefähr 30 Kilo auf eine Meter Länge Hebel. Deswegen haben wir jetzt hier mal einen Meter markiert. Jetzt mache ich hier noch ein Stückchen Schnur drum. Ein Stückchen Schnur und danach kann ich mit einer Gepäckwaage 30 Kilo ziehen. Das ist ungefähr der Plan, um so halbwegs zu überprüfen. Das war es eigentlich auch schon, relativ einfach. So, Drehmomentschlüssel, fertig. Doch bevor alles zusammengesetzt werden kann, muss erst akribische Reinigungsarbeit geleistet werden, denn er gibt sein Bestes, damit den beiden so etwas nicht noch einmal passiert. Oh, a lot of stuff. Fortschrittsmeldung. Naja, das das Vorgelege ist jetzt erstmal wieder drauf. Jetzt muss ich es nur noch schnell fertig richtig anziehen, bevor meine Flüssigdichtung richtig trocknet. Und deswegen bin ich so ein bisschen im Stress hier. Erst flutschte das nicht drauf, wie ich es gerne hätte. Jetzt hat es aber geflutscht, so wie es soll. Und jetzt bin ich eigentlich ganz guter Dinge. Jetzt regnet es auch noch richtig. Der arme Kerl. Oh, Ja, nicht so arm, alles gut. ich sitze hier drin im Warmen. Ich ziehe gleich Socken an. Kalt ist mir nicht. Eine kurze Lunchpause gab es und schon muss er wieder den Anzug anziehen. Weil Den guten August-Anzug. weil den durfte er jetzt hier im Auto auf dem Polster nicht anziehen. Ich denke, ihr versteht warum. Es roch schon die ganze Zeit, er lag nämlich im Eingang. Oh doch, erzähl nix. Es riecht auch mehr nach Öl und Diesel als nach Zwiebel. Dann viel Spaß weiterhin. Werden wir haben. Jetzt kommen, eigentlich sind wir bald fertig. Jetzt kommen die Bremsen drauf, dann das Rad wieder drauf und der Rad wieder drauf wird lustig, wenn wir das Rad erstmal unter dem Auto wieder rauskriegen. Und dann eine Probefahrt. Und dann kommt die Probefahrt. Tada! Ja. Nächste Endmontage. Jetzt kommt der Radflansch dran. Danach wird das Rad wieder dran gemacht. Öl eingefüllt. Bremsleitung festgeschraubt. Muss dabei bedenken, was ich noch machen muss. Den Kollegen hier wieder festmachen, den Druckluft-Handbremszylinder. Aber dann denke ich, können wir bald mal eine Probefahrt machen. Und während wir jetzt während die Männer oder René jetzt kurz vor Vollendung seines Werkes ist, nämlich die Achse jetzt wieder richtig montieren zu können und das Rad jetzt wieder drauf zu machen, mal eine kleine Übersicht, wie es hier allgemein mal aussieht. Da drüben ist die Straße zur Stadt. Hier ist eine 24 Stunden geöffnete Werkstatt. Hier hinten rechts ist ja unser wunderbar brummender Generator, der uns den Tag über zum Glück nur viel Lärm beschert. Aber immerhin Platz, recht sauberer Untergrund, aber auch ein bisschen skurril. Es kommen immer wieder Leute vorbei, so wie das Auto jetzt hier gerade. Die laden zwar nur ein und aus, aber immer wieder beschäftigen sie auch René mit irgendwelchen Fragen. Die Jungs, die hier hinter uns am Auto sind, da sind nämlich noch 2 Garagen, also Werkstätten, die kommen auch immer wieder mal zum René gelaufen.
Gestern kamen zwei junge Kerle, haben eine Lichtmaschine vorbeigebracht und wollten irgendwas von ihm wissen, was sie da irgendwie machen sollen. Das war ziemlich amüsant. Etienne, are you resting? Yeah, I make a break. I make my... Are you're making a break, huh? Yeah, I make a break. Nächste Aufgabe steht an. Der Reifen unterm Auto muss jetzt erstmal hervorgezogen werden. Rein ging's ohne Auto, aber raus geht's nicht mehr, weil das ist ein riesen Monsterteil, der ist schwer und an einer blöden Stelle, da holt man sich sonst einen Bruch im Rücken. Während dieser jetzt schon 3 Tage andauernden Reparatur hat sich eine schöne Gemeinschaft in dem Hof gebildet. Immer wieder schauen Locals vorbei oder legen kurz mit Hand an. Die Straßenverkäuferinnen kommen auf einen Plausch vorbei oder eben Mr. Black und seine Frau, der sich nach dem Vorankommen der Männer erkundigt. Doch hier seht ihr jetzt die letzten Handarbeiten vor Neustart. Okay, hat Etienne gerade gesagt. Hier geht jetzt die Spannung los. Da, 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 da. Valerie ist voller Hoffnung. Die Männer... Not right now. First after the trick. Ja, wir machen mal eine kleine Probefahrt jetzt. Drehen hier zweimal um den Block rum und danach kontrollieren wir noch mal, ob alles läuft und keine Geräusche macht. Und danach müssen wir mal weitersehen. Aber ich glaube, es sieht ganz gut aus. Jetzt muss mein Mann hier strippen, weil Etienne möchte nicht, dass der Overall jetzt in seinem Fahrerhaus angezogen wird. Ei. Aber ich muss eigentlich auch gar nicht mitfahren. Doch, zur seelisch-moralischen Unterstützung. Der Motor startet, der Unimog rollt an. Jetzt kommt es darauf an. Hat die ganze Arbeit und besonders der mentale Stress sich gelohnt oder wird Ihnen sofort wieder alles um die Ohren fliegen? Nein, das ist keine Option. Aber wie lange wird alles halten? Auch wenn Etienne ein Lächeln auf den Lippen hat, die Anspannung ist groß. Jetzt machen wir mal eine kleine Probefahrt um die Ecken und danach checken wir das da hinten noch mal alles. Ja! Die Männer sind unterwegs, jetzt kriegen wir auch noch afrikanischen Unterricht zugebracht. Makorokoto, it's in which language? Yeah, it's Shona. Shona. Makorokoto heißt Congratulations. So, erste kleine Proberunde beendet. Keine Auffälligkeiten beim Fahren. Jetzt werden wir das Ding nochmal aufbocken und nochmal fühlen. Jetzt gucken wir erstmal nach der Temperatur. Aber Etienne sagt schon, er würde keine Geräusche mehr machen. Vorher hätte er deutlich mehr Geräusche gemacht. Der kritische Blick, das kritische Fühlen. Makorokoto, René. Makorokoto heißt auf Shona Gratulation. Ah, okay. Yes. Die letzten Brocken werden jetzt hier verräumt. Es geht jetzt alles hoch oben aufs Dach. Und dann haben wir nämlich gleich mal ordentlich aufgeräumt. Die Frau bringt nochmal den Müll weg. Und dann geht's weiter. Na, dann hoffen wir mal, dass Valerie nicht zu früh gejubelt hat. Wir hoffen, ihr habt alle gut aufgepasst und könnt das jetzt nachbauen. Entschuldigt eventuell die ein oder andere Lücke der Aufzeichnung, aber unsere Kamera hat sehr gesponnen zu dieser Zeit. Wir fahren jetzt ein kleines Stück gemeinsam weiter, wie ihr hoffentlich dann auch wieder in der nächsten Woche bei uns dabei seid. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse und sehen euch dann nächste Woche wieder. Bis dahin bleibt gesund. Tschüss und bye bye.